Okay, ja, also guten Morgen, ich bin Isabel und ich erzähle von meinen Praktikumserfahrungen in Peru. Also ich war letztes Jahr von März, also 4 Monate, von März bis Juli war ich da. Und was habe ich da gemacht? Also ich studiere Biologie und Spanisch und hatte geplant halt mein Studium, also meine Studienfächer so ein bisschen zu verknüpfen. Also ich wollte ein biologisches Praktikum in einem spanischsprachigen Land machen und da habe ich dann eine Kamerafallenstudie zum Tag- und Nachtaktivitätsrhythmus von Lontra felina gehalten. Also Lontra felina ist dieser Kamerade. Und die Höhle, die wir überwacht haben, die wir ausgestattet haben mit Fallen, ist so 2 Stunden südlich von Lima. Gewohnt habe ich aber in Lima und wir sind dann halt so 3 Tage runtergefahren. Das Ganze war Teil des Projekts Lontra felina. Das ist ein wohltätiges Projekt, was mein Mentor damals während seiner Doktorarbeit gegründet hat, Juan Walki. Der hat hier in Kiel seine Doktorarbeit geschrieben und ist jetzt halt zurück in Lima. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen an der Vorgabe vom IC langgehangelt, also wie habe ich das Praktikum gefunden und wie habe ich mich vorbereitet. Ich habe das so untergliedert in so Abschnitte, also als erstes hatte ich erstmal die Idee. Ich wusste, was ich machen möchte, nämlich, weil ich denke, dass jede Spanischlehrerin oder jeder Spanischlehrer mal in Lateinamerika gewesen sein sollte. Ich wollte gerne nach Lateinamerika und ich wusste, dass ich es im letzten Mastersemester machen möchte. Das Praktikum gefunden habe ich dann, ich habe einfach mit den Professoren geredet, habe mich ein bisschen umgehört und letztendlich war es auch eben eine Biologieprofessorin, die mich darauf gebracht hat, die gesagt hat, ja, wir hatten da doch mal einen Doktoranden und dann habe ich mir die Kontaktdaten geholt, habe dann eine E-Mail hingeschrieben, habe dann Skype-Gespräch gehabt und war dann angenommen. Dann habe ich erstmal den Praktikumszeitraum freigeräumt. Ich hatte so das erste Mastersemester so ein bisschen schleifen lassen. Das musste ich nachholen, musste das 4. vorziehen, musste dann ja auch das 2. noch machen. Habe mich nebenbei noch für Promos beworben, was auch schwierig war in der Kommunikation mit Peru, weil wenn man im September anfragt, ob man im März ein Praktikum macht, dann sind die erstmal mit diesem Zeitraum komplett überfordert, weil sie es gewohnt sind, dass man halt eine Woche vorher fragt und das alles spontan läuft. Dann also halt 6 Monate vorher einen Stempel zu kriegen und eine Praktikumsbestätigung, also das hat Juan, glaube ich, einige Nerven gekostet, da war ich auch ganz froh, dass ich ihn da an meiner Seite hatte. So konnte ich mich aber am Ende bewerben. Ich habe auch dann die Zusage bekommen, habe dann noch in einem Skype-Gespräch mit ihm halt so ein bisschen die Sicherheitsempfehlungen, also in welchen Zonen sollte ich leben und in welchen sollte ich lieber nicht leben. Das ist halt in Lima auch nicht so selbstverständlich. Und dann eben auch so ein bisschen die Aufgaben im Praktikum. Wie gesagt, es läuft alles ziemlich spontan. Wenn ein Projekt gestartet werden sollte, kann es sein, dass es einen Tag vorher abgesagt wird oder am Beginn selbst man nicht weiß, ob es überhaupt stattfindet. Deswegen war das so ein bisschen, mal gucken, was du da überhaupt machst. Aber letztendlich habe ich genau das gemacht, was ich eigentlich von vornherein vorhatte oder was wir vorhatten. Dann habe ich mit ihm auch meine Wohnung gesucht, also ich habe ihm ein paar Angebote geschickt und er hat mir dann eine empfohlen. Ich bin dann zu einer älteren Dame mit Chihuahua gezogen. Es war auch eigentlich perfekt in der Familie zu leben, weil ich dann noch ein bisschen Anschluss hatte. Habe ich auch den Flug gebucht. Ich musste halt erstmal das ganze Geld vorstrecken, weil ja das Promos-Stipendiengeld erst also unmittelbar vor Praktikumsbeginn anfängt. Und wenn ihr mich fragen würdet, ob es stressig war, würde ich sagen, es war extrem stressig, die Zeit. Aber es hat sich letztendlich alles gelohnt, aber man muss sich da halt auch erstmal so ein bisschen durchbeißen. Kurz so zu meinem Ablauf. Ich bin halt alle 4 Monate, ich bin jeden Tag von 6:30 Uhr bis 18 Uhr, also 16, 18 Uhr in der Uni gewesen, also beziehungsweise um 6:30 Uhr bin ich hingefahren. Es dauert auch nochmal 2 Stunden, bis man bei der Uni ist. Und war auch jede Nacht um 9 im Bett, weil es dann noch einfach, man so überfordert ist von den ganzen Einflüssen, man muss die ganze Zeit nicht in seiner Muttersprache reden, das ist auch extrem ermüdend. Ich kam an und Freund hat mir 4 Gigabyte Lektüre gegeben und noch 2 Bücher und hat gesagt, so, arbeite dich da jetzt ein. Und das war auch alles, was ich eigentlich jeden Tag gemacht habe. Ich habe extrem viel gelesen. Ich habe mir als Abwechslung dann noch einen Unikurs gesucht, den ich dann, haben mir Studenten geholfen, mich da anzumelden, sodass ich so ein bisschen Abwechslung im Alltag hatte. Der März sah relativ ähnlich aus. Wir waren dann eben auch 2 Tage im Feld, also haben dann die Kameras aufgebaut und abgebaut. Und dann also hier in dieser Höhle, das hatte ich schon erzählt, da haben wir das ausgestattet. Und dann haben wir eben diese Videos mit süßen Ottern gekriegt, die ich dann ausgewertet habe. Im Mai habe ich dann letztendlich den größten Teil der Forschungsarbeit geschrieben und bin auch noch auf eine Exkursion mitgekommen, was ganz cool war. Also Juan hatte dann
wurde engagiert von der Firma und letztendlich hat die Firma sogar noch meine Reise mit übernommen, sodass ich dann auch mitkommen konnte und auch noch quasi professionell tätig sein konnte. Juni war ich dann eher reisen, ich habe aber auch noch weiter in der Forschungsarbeit geschrieben. Im Juli bin ich dann zurückgekommen und im August habe ich abgegeben. Das wäre eigentlich so das Ende des Praktikums gewesen, aber ich hatte dann das Glück, dass in dem Jahr, also die Lateinamerikanische Gesellschaft für aquatische Säugetiere tagt alle 2 Jahre in Lateinamerika und ich hatte das Glück, dass es in dem Jahr in Lima war und dass Juan einer der Organisatoren war. Das heißt, ich wurde eingeladen und durfte dann einen Vortrag auf der Konferenz halten und habe auch einen Poster ausgestellt. Und ich habe dann die ganze Zeit zwischen den beiden Aufenthalten die ganze Zeit nur gearbeitet, um dann noch die Flüge bezahlen zu können. Bin im Oktober wieder hingeflogen, war auch noch auf anderen Kongressen. Ich habe ein Team von Otter, also ich habe alle Otterforscher des Kontinents kennengelernt. Also ich kenne jetzt alle Leute, die ich rauf und runter zitiert habe in meiner Forschungsarbeit. Das war extrem aufregend und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Und bin im Dezember wiedergekommen. Was nehme ich mit? Was ich vergessen habe, die Arbeitsatmosphäre in meinem Team, die war extrem gut. Ich war mit Juan in einem Forscherteam, ich hatte da einen Schreibtisch und wir sind zusammen Mittagessen gegangen, die haben mich an den Wochenenden zum Essen eingeladen, wir sind ins Museum gegangen, wir sind Cocktails trinken gegangen. Sie haben aber auch immer wieder zu mir, also ich habe auch die ganze Zeit Spanisch mit ihnen geredet und sie haben auch die ganze Zeit zu mir gesagt, wenn du Englisch mit uns geredet hättest, wären wir keine Freunde geworden. Weil es einfach auch für die anstrengend gewesen wäre, sich immer mit mir auf Englisch zu kommunizieren. Und es ist schon was anderes, wenn man halt mit denen in ihrer Muttersprache redet. Deswegen würde ich eben auch immer jedem empfehlen, versuchen, die Muttersprache zu lernen oder zu sprechen und dann eben auch wenn man nicht gut spricht, halt trotzdem zu sprechen. Was ich persönlich mitnehme, ist halt die Liebe zu dem Land Peru. Also es ist ein ganz wundervolles Land, von Terrorismus gezeichnet. Also es gibt auch von Korruption, es gibt keinen peruanischen Präsidenten, der nicht im Gefängnis sitzt, nicht verfolgt wird oder nicht schon im Gefängnis war. Und also das ist wirklich so. Und deswegen was ich mitnehme, ist, ohne Vorurteile in ein Land zu gehen, auch wenn mir viel davon abgeraten wurde und gesagt wurde, es ist gefährlich, einfach trotzdem das zu machen. Und akademisch nehme ich natürlich jetzt die Qualifikation in meinem Lebenslauf mit. Und ich habe jetzt zum ersten Mal die ganze Forschung, also habe erstmal verstanden, wie das alles funktioniert. Ich habe den ganzen Apparat dahinter kennengelernt und natürlich sprachlich auch mein Sprachniveau jetzt kein Vergleich mehr zu vorher.